Heute zu Gast, wie gesagt, bei Tools to Camp. Einbau einer Gastankflasche in einem Wohnmobil in der Heckgarage. Wir haben hier einen Sunlight T69L. Da bauen wir die Tankgasflaschen ein. Das wollen wir euch mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ja, das Ganze ist ja modellunabhängig. Überall ist es verschieden. Wir haben, wie gesagt, hier das in der Heckgarage. Bei dem T69 sieht das Ganze so aus. In der Heckgarage haben wir hier den Kasten für die Gasflaschen. Hier ist schon eine Duo Control verbaut, die 2 Gasflaschenhalterungen vom Werk. Hier haben wir die Gasflaschen, die verbaut werden mit der jeweiligen Anzeige, die man auch ersetzen kann durch diese Fernanzeige über das Smartphone. Die Flaschen haben 80%igen Füllstopp und das sind natürlich aktuelle Flaschen, haltbar bis 2035. 2 werden hier verbaut. Die Halterungen, die hier werksmäßig verbaut sind, die werden ausgebaut und wir bauen die Stahlhalterungen ein, hier in dieses Gasfach. Ja, die alten Halterungen hier, die werksmäßig verbaut sind, hier haben wir sie nochmal, die wurden jetzt hier entfernt. Ja, das sind die Edelstahlhalterungen, die hier verbaut werden. Das sind die Halterungen mit den dazugehörigen Bändern. Ja, liebe Campingfreunde, wie wir hier sehr schön sehen können, verwendet Tommy ausschließlich nur Markenartikel zum Einbau der Gasanlage. Zum Beispiel hier, wie wir sehen, die Wandhalterungen von der Gasfachfrau zum Einbau in das Gasfach von dem jeweiligen Camper. Super, gut. Wir haben jetzt die Halterungen drin und die Flaschen. Das sind die Bänder von den Halterungen. Die werden jetzt dann hier verschraubt. Ja, hallo, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Camper, liebe Mitreisenden. Auf diesem Wege möchten wir uns noch einmal bedanken bei Thomas Schott von Tools to Camp, dass wir hier die Aufnahmen machen dürften für uns, denn wir haben ja so eine Anlage verbaut. Also vielen Dank nochmal auf diesem Weg an Tools to Camp. So, Tommy baut jetzt rein die Schläuche. Und die Schläuche hast du jetzt hier in deinem... Ja, ich habe eine große Auswahl immer dabei. Ja. Je nachdem, was wir brauchen. Der Bedankungsschlauch ist jetzt hier unten zu sehen. Tommy hat jetzt hier markiert in der Schürze und hier kommt dann die Außenbefülldose ran. Das ist der Betankungsanschluss. Original haben wir hier schwarze Abdeckungen. Den wechseln wir aber jetzt noch aus gegen weiß, weil auf einer weißen Schürze sieht natürlich das Schwarz nicht unbedingt so schön aus. Ja. Ach, jetzt hast du hier die... Ja, jetzt haben wir hier weiße. Ja. Ja, die habe ich immer vorrätig. Manchmal schlecht lieferbar. Weiß. Das ist jetzt die Bohrschablone. Ja.
So, du hast jetzt hier alles fertig. Du setzt jetzt die Dose ein mit deiner weißen Umrahmung, ne? Das ist die weiße Verschlussklappe, genau. Ja. Die Einbauvorschrift oder Vorschrift, die Vorgabe sagt natürlich, die soll nach unten öffnen sein. Aber jetzt ist es so, irgendwann gibt das Plastik nach und dann steht die natürlich nach unten auf, falls sie aufgeht. Aha. Und deswegen montiere ich die nach oben öffnend. Aha. Und das schraubst du jetzt ganz normal fest? Das wird mit den kleinen Edelstahlschrauben jetzt ganz normal. Kommt innen nochmal eine Konterplatte dagegen und dann wird es verschraubt. Okay. Genau. Was hast du denn jetzt hier? Was ist denn das für Schlauch? Das ist nochmal Schutzschlauch. Da kommt nochmal um den Füllschlauch drumherum Schutz gegen Steinschlag und alles, was so unten passiert. Okay, ja. Die Gasanlage ist jetzt fertig eingebaut, Außensteckdose auch verbaut, alles fertig. Wie geht es jetzt weiter, Thomas? Ja, wir machen jetzt die Gasprüfung, zumindest den ersten Teil, die Dichtheitsprobe davon. Ja, und dann schauen wir, dass innen alles okay ist. Okay, also Gasprüfung hast du jetzt hier vorbereitet. Genau. Wir sehen es hier. Den Crash-Sensor musst du auslesen, ja, okay. Dann haben wir hier einen Prüfanschluss, dann kommt der Prüfschloss drauf. Ja. Das Gerät, was du jetzt hier hast, das macht das alles automatisch? Genau, das ist das LeakCheck Pro. Toll, macht alles automatisch. Und so, das Gerät prüft jetzt automatisch und da kommt ein Protokoll raus, sagst du? ja, ja. Hier, zum Schluss, wenn alles in zum Ordnung Schluss ist. kommt Genau, dann hier. genau. Was prüft er jetzt im Druck? Also er pumpt bis auf den 5-fachen Druck, also 30 Millibar haben wir ja auf der Anlage. Ja. Und 150 Millibar wird hier geprüft. Ja. Das Ganze dauert 10 Minuten. Ja. Die ersten 5 Minuten ist sogenannte Entspannungsphase und die zweiten 5 Minuten wird dann direkt geprüft, ob ein Druckabfall entsteht. Okay, da warten wir mal die 5 Minuten ab und wir beobachten das mal. Ja. Das sind jetzt die ersten 5 Minuten, ne? Die ersten 5 Minuten, genau. Ja. Die haben noch nichts weiter zu sagen. Okay. Hier tut sich das ganze System ein bisschen ausgleichen, weil wir haben ja die Luft drin. Ja, Ja, und der zweite ist wichtig. Okay, der wird auch ausgewertet vom System. der wird ausgewertet. So, das ist jetzt der Druck von den zweiten 5 Minuten, die jetzt bereits laufen. Genau, 151 Millibar haben wir und wenn wir draufdrücken, wir haben noch 2,5 Minuten. 2,5 Minuten. Da lassen wir das mal Sieht gut rückwärts aus. laufen und dann schauen wir uns das mal an. Genau. Das ist der Ausdruck von der Gasprüfung. Mit Druck die 2x5 Minuten und Prüfung bestanden. So, was steht dann jetzt hier drauf? Wir haben die 2x5 Minuten, hast du hier. Ja, mein Kopf im Prinzip, dann kommt hier die entsprechende Prüfnummer. Ja. Wir haben hier den Druck, mit was geprüft worden ist und die 0 Bar Druckabweichung. Dann wird das noch ausgefüllt und dann kommt das mit ins gelbe Gasbuch rein. 0 Bar Druckabweichung. Super, alles klar. Hier sehen wir noch einmal die Duo Control mit den Gasfiltern und natürlich auch die Versiegelung mit dem Sicherheitsverschluss von der Anlage im Hintergrund und wie hier die Flaschen befestigt wurden. Ja, das ist der ACME-Filter, der gebräuchlich ist, zum Beispiel auch für Deutschland. Ja, das sieht man hier auch an der Zapfpistole, an diesem geriffelten Anschluss, der dann hier drauf gedreht wird. In den Filtern, wie auch in den anderen, ist überall ein Sinterfilter eingebaut. Das ist dieser kleine Kegel. Der ist auswaschbar, jederzeit mit Waschbenzin oder wie auch immer. Ja, kann man das immer auswaschen. Man kann auch einfach nur auspusten mit Druckluft und so weiter. Dann kann immer wieder gereinigt werden. Den muss man nicht wechseln. Der ist in jeden Adapter eingebaut. Ja. Der Adapter wird quasi beim Tanken auf den Stutzen gedreht, auf den Tankstutzen gedreht und dann kommt die Zapfpistole ran. Das machen wir jetzt. Das kommt erst da drauf. Genau. Und dann. So, jetzt den passenden Adapter eindrehen, bisschen festhalten, nicht runterschmeißen.
Das Gewinde ist relativ... Hier noch einmal ein ganz toller Service von Tools to Camp von Thomas. Er fährt mit seinen Kunden zur Tankstelle, LBG Gas tanken. Es wird nochmal richtig erklärt, wie ein Tankvorgang von den Tankgasflaschen hier vollzogen wird, damit die Kunden natürlich hier auch den Respekt haben und die Angst natürlich auch verlieren. Bisschen höher. Moment. So, ne? Geht relativ leicht. Weiter und auch handfest wieder. So, jetzt den Hebel entriegeln und gleich mit dem roten Knopf, mit dem rosa Hebel sichern. Den Hebel ziehen, richtig ziehen. Richtig ziehen. Geht schwer. So, und jetzt verriegeln. Wunderbar. So, jetzt macht es einen Druckausgleich. Ja, und es dauert ungefähr so 10 Sekunden. Und wenn das aufhört, kann man einfach dann tanken. Einfach drücken und so lange festhalten, wie Sie tanken wollen, oder bis die Flaschen bei 80% Füllstopp abschalten. Wichtig ist, zwischendurch nicht loslassen, weil dann ist der Tankvorgang beendet, dann muss man erst bezahlen gehen. Also so lange festhalten wie gewünscht oder bis die Flaschen eben abschalten. Bei 80%. Wie viel Liter können ein? Ca. 44, pro Flasche 22. Okay. Das ist ein bisschen temperaturabhängig. Ja, wenn ihr jetzt beim ersten Mal zum Beispiel nicht voll tanken wollt. Machen wir 30 Grad. Das muss ja lange bis So, ganz normal wieder einhängen. So, Adapter nicht vergessen. So, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Camper, hier ist Trubel in der Werkstatt. Wir sind jetzt nahezu fertig. Wenn euch das Video gefallen hat, der Einbau, wir werden natürlich weitere Modelle einmal zeigen. Ein Daumen nach oben würden wir uns freuen, und wenn ihr noch nicht Abonnent seid, ein kostenloses Abo würden wir uns freuen. Viel Spaß, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss.